Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den X3. Das ist derselbe Motor wie bei dem F11, wo wir die Ansaugbrücke gemacht haben. Hier ist aber eine kleine Besonderheit. Der bekommt eine Kanalreinigung, eine Ansaugbrückenreinigung bekommt er. Und er ist gekommen, weil er mechanische Fehler hat. Drallklappe mechanische Fehler. Wir blenden das eventuell ein, beziehungsweise ich lese das eben vor. Wir haben davon auch einen TikTok gemacht. Haben die ein oder anderen eventuell gesehen. So, Drallklappen, mechanischer Fehler bei der Adaption, Drallklappen, Verschleiß oder Hebel gebrochen, Drallklappenantrieb, Langzeitdrift, Abweichung zu groß. Wir werden die Fehlercodes eventuell vielleicht in die Videobeschreibung mit reinpacken, wenn wir es nicht vergessen und zeitlich schaffen. Ansonsten der F11, da haben wir die Ansaugbrücke gewechselt, weil ihr wisst ja, die haben gewisse Rückrufaktionen gehabt, beziehungsweise Kulanzansprüche, dass der AGR-Kühler Kühlwasser verliert, dadurch Kühlwasser in den Ansaug reinkommt, dadurch die Ansaugbrücke anfangen kann zu schmelzen. Weil die Mischung aus Öl, Ruß, Kühlwasser sich irgendwo ansammelt im Ansaugbereich und die Abgase, die zurückgeleitet werden, das Ganze anfangen kann zu brennen. So, und die haben auch so Drallklappenprobleme und Ansaugkanäle, die verrußen und das läuft unrund. So, hier haben wir speziell, vielleicht werden wir das Video reinmachen, auf jeden Fall der Hebel für den Stellmotor. Der ist nämlich abgegangen und hing da einfach rum. Weil der ganze Kollege bewegt sich ja die ganze Zeit hin und her und verschleißt hier drin. Und irgendwann rutscht er quasi von diesem Stellmotor runter und hängt dann einfach nur noch rum und kann die Drallklappen nicht bewegen. Das hier ist die Verbindung zwischen Elektromotor zu den Drallklappen. Der hing dann einfach nur rum und der Motor hat sich hin und her bewegt, aber die Drallklappen haben natürlich sich nicht bewegt. Das Problem ist, dieses Teil kriegst du nicht einzeln. Da muss man die komplette Ansaugbrücke neu machen. Reparatursätze gibt es noch nicht und die Hebel gucken nicht weit genug raus, dass man irgendwie einen Splint hinten reinmachen kann oder so. Leider nicht. Wir werden das Ganze jetzt ausbauen. Ich habe noch einen Hebel hier von einem gebrauchten. Wir werden gucken, ob das Ganze passt. Aber hier in dem Video geht es eigentlich darum, wie man die Ansaugbrücke aus- und einbaut. Bei einem X3 ist ein bisschen anders, weil man hinten ein bisschen schlechter drankommt. Aber im Grunde ist es gleich wie bei dem F11 oder F10. Das ist nämlich welcher Motor ist das? Der 2 Liter. Das ist der 2 Liter Dieselmotor mit 140 kW, Motorcode B47. Und ja, hier geht es jetzt nicht um den Fehler, hier geht es relativ darum, wie man die Ansaugbrücke einbaut. Wir werden die reinigen. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Ansaugbrücken hierhin zuzuschicken. Die werden hier gereinigt und euch zurückgeschickt. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie könnt ihr in Kontakt treten? Unten ist eine E-Mail, da könnt ihr gerne hinschreiben. Und dann können wir das Ganze in Angriff nehmen. Zuvor haben wir natürlich Fehler ausgelesen, natürlich auch die Ansaugbrücke abgedrückt, weil es passiert auch sehr gerne dadurch, dass die sich halt hin und her bewegt, aus Kunststoff besteht und die undicht wird. Dichtungen werden natürlich auch alle original neu mitgemacht und wie das Ganze aussehen kann, würde ich euch sehr gerne zeigen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode.
Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Und so sieht das Ganze aus. Der Elektromotor sitzt hier drin. Wichtig, das Problem ist, den Elektromotor, wenn ihr da irgendeinen Zubehör-Elektromotor euch nur holt, funktioniert das Ganze nicht. Da kommen trotzdem Fehler. Wichtig, wenn ihr einen bekommt, wenn es irgendwann welche geben wird, vom Borg Werner, ich glaube, so heißt die Firma, die benötigt ihr. Oder halt am besten Original. Der ist von Bosch. So. Und genau, wir haben hier einmal den Hebel. Ich zeige euch das mal. Der die Drallklappe bewegt, der sitzt hier. Das Ganze bewegt sich auch noch. Wir werden gucken, wie schlimm es dort drin aussieht. Eventuell, ob was gebrochen ist oder sich nicht mit bewegt. Oder vielleicht nur die Stange, dass die sich dreht. So. Und der Elektromotor und der Hebel sitzt hier drauf. Ich glaube so rum. Ist das der neue, den ich habe? Oder der alte? Das ist der neue. Wo ist denn der alte? Ah, hier. Das ist der neue, deswegen war der jetzt ein bisschen fester drauf. Das hier ist der alte. So, ja. Ohne Widerstand sitzt da drauf. Und ich habe noch einen. Der sieht ein bisschen anders aus. Ich muss die nachher mal vergleichen. Ja, fast gleich. Der ist etwas strammer da drauf. So, hier könnte man noch einen Splint durchmachen, aber auf der Drallklappe, da kann man keinen Splint mehr reinmachen. So, hier sitzt auch noch einigermaßen okay drauf. So, und das ist die Verbindung zwischen Elektromotor zu den Drallklappen. So, die Problematik ist, man bekommt die Ersatzteile nicht einzeln. Man bekommt den Elektromotor, Zubehör-Elektromotor, der macht meistens sowieso elektrische Fehler. Deswegen kommt man nicht drum herum, als komplette Ansaugbrücke mit Hebel, mit Motor komplett. Man bekommt auch Zubehördrallklappen, alles noch nicht zu empfehlen, nur original das Ganze. So, ihr könnt dann auch einmal testen, inwieweit eure Ansaugbrücke verrußt ist, indem ihr diesen Sensor halt rausholt. Wir haben den schon ein bisschen sauber gemacht. Hier könnt ihr dann Dampf reinmachen und gucken, ob die Ansaugbrücke bei euch dicht ist. So, das vorab, was man alles machen könnte. Zu empfehlen, den Sensor gleich mit neu machen oder mit neu haben, wenn ihr das an einem Tag durchziehen wollt. Ja, so sieht's aus. Wir holen das Ganze mal raus und gucken uns das Ganze mal an. So, die Stecker gehen wie folgt ab. Einmal das Ganze hier entrasten und abziehen. Hier einmal die ganze Geschichte abmachen. So, Luftfilterkasten. So, diese Leitung ganz, ganz vorsichtig. Die bricht sehr, sehr gerne. Gleich sofort als erstes abmachen. Die Leitung macht man wie folgt ab. Unten ist das Ganze hier einmal eingerastet und oben auch. Anschließend Luftfilterkasten raus. Mit einer 7er Nuss einmal die Schelle abschrauben. Dann die zwei Klammern hier oben
den Teil schon mal raus. Wollen wir das AGR-Ventil auch reinigen. Die Geschichte auch abmachen. Hier hat es auch schon mal gequalmt, gebrannt. Okay. Den ganzen Teil, den Luftfilterkasten holen wir komplett raus, weil wir für die Kanalreinigung die Kurbelwelle drehen müssen. Das heißt, der Kollege muss einmal komplett raus. So, das einmal zur Seite. So, da ist ja noch eine. Wir können den Teil eigentlich komplett zusammen rausholen. So. Also hier, wie man den Teil abbekommt, diese Klammer nach hinten rausdrücken und dann geht das schon ab. Und den Kasten quasi komplett nach oben abziehen. Ja, und leider passiert es wie sehr oft, ich hoffe, das kann man sehen, der Turbo schmeißt schon Öl. Denn das Problem ist, wenn man mit einer kaputten Ansaugbrücke rumfährt, hat man einen elektrischen Fehler drin. Der Partikelfilter regeneriert nicht. Sobald ein Fehler drin ist, wenn der Partikelfilter voll ist, kann der Turbo nicht vernünftig arbeiten. Also kriegt die Abgase nicht raus, muss gegen einen extremen Gegendruck arbeiten und der Turbo geht dann kaputt bzw. Überhitzt, geht kaputt, die Dichtungen gehen kaputt und irgendwann kommt dann Öl in Richtung Ansaug. Also mit einer Zehnernuss schrauben wir hier die Halterung ab, beziehungsweise die Zehnerschrauben, damit wir das Ganze hier abbekommen. Und ganz unten befindet sich noch einmal so eine Klammer. So. Und schon sehen wir das komplette Geschehen, damit wir hier an die Kurbelwelle drankommen, damit wir drehen können und die Kanäle strahlen können. AGR-Ventil sitzt hier, der wird auch nochmal gereinigt. Eventuell AGR-Kühler auch. Hier können wir dann die Nummer sehen, ob der schon eine Reklamation bekommen hat, oder eine Rückrufaktion bekommen hat. Wir verlinken mal die PDF unten. Die ist auch bei dem F11 vorhanden. Da kann man sehen, welche Nummer da sein muss. Ich weiß das jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, wenn es über 07 ist, guckt auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. So, dann machen wir die Ansaugbrücke mal raus. So, und bei der Rückrufaktion wird hier der Abgastemperatur-Sensor abgeschraubt und dann könnt ihr hier reingucken, ob hier schon Kühlwasser entgegenkommt oder Kühlwasser drin ist, wie der AGR-Kühler aussieht. Jetzt auf der Seite weiter.
Eine kleine Veränderung gibt es schon. Ich kann mich nicht an eine Kühlwasserleitung erinnern, die über die Ansaugbrücke geht. Aber um eine Klimaleitung kann ich mich erinnern. So, auf jeden Fall, das Geschehen muss jetzt einmal komplett raus. Wir fangen hier unten an mit dem Rohr hier. Das kann eigentlich dran bleiben, aber auch nicht. Dann geht es weiter. Temperatur, Ansaugtemperatur. Sensorstecker ab. Dann Stecker für die Drosselklappe. Merkt euch die Position der Drosselklappe. Die kann man nämlich auch sehr gerne verdrehen und zusammenbauen. Und dann merken, dass es eigentlich gar nicht passt. So, Stecker für die Ladedruckregelklappe. Und dann das ganze Geschehen hier. Können wir eigentlich drin lassen. Dann Kühlwasser. Ich hoffe, wir müssen die nicht abmachen, aber wenn, dann wäre es auch nicht schlimm. So, Ladedruckschlauch einmal abmachen. So, Ladedruckschlauch einmal ab. Alles voll mit Öl. Also der Turbo schmeißt schon ganz gut Öl. Dann die ganzen Schrauben von der Kühlwasserleitung. Ja, die ist eigentlich flexibel. Ne, wir werden die abmachen müssen, dass wir da ein bisschen weiter zurücklegen können. Es ist ja nur noch eine Klammer hier. Das Ganze können wir hier einmal zumachen, damit uns nicht die ganze Zeit Kühlwasser rausläuft. Kühlwasser einmal zur Seite. Den machen wir auch gleich zu, dass uns da beim Strahlen nichts reinkommt. So, gleich zumachen das Ganze. So, den Ladedruckschlauch auch gleich zumachen, dass uns da kein Dreck reinfällt. Und einmal zur Seite die Geschichte.
Dann geht's weiter mit einer 10er Nuss. Das einmal ab. So, jetzt die ganzen weiteren Stecker. So. Der Temperatursensor ist immer ein Krampf, heile abzumachen. So, wenn man die Stecker dann endlich ab hat, den einmal hier rausklammern. Es ist einmal so eine Klammer drin, den zur Seite bewegen und dann rausschieben. Dann kriegt man den endlich ab, Abgastemperatur. Und anschließend die ganzen Stecker, alles irgendwie verriegelt. Kann alles abgemacht werden. Gleich mal gucken. Wir können den eigentlich seitlich rausholen, müssen diesen hier nicht unbedingt abmachen. Wir können das umklappen. Aber unten die... So, wichtig, aufpassen. Hier befindet sich einmal Pluspol. Batterie abklemmen oder das Ganze hier abdecken. Nicht, dass ihr da mit dem Schlüssel dran kommt. Sonst ist sehr, sehr gefährlich das Ganze. So, weil den Kabelstrang abmachen, der geht recht weit nach unten. So, die Torx-Schraube abschrauben. So. Alles ein bisschen lose. So. Magnetventile raus. Zur Seite. Glühkerzensteuergerät. So. So. Damit sollten wir die Leitung einmal abbekommen. Da geht nämlich die Leitung durch für Unterdruck zu dem Magnetventil. Und die müssen wir einmal rausklipsen.
So, das dahinter. Jetzt müssen wir die Leitungen, das seht ihr jetzt alles nicht. So. Das sollte eigentlich alles genügen. Wir müssen den nur ein bisschen hier hin und dann können wir den nach hierhin rausholen. Also hier ist alles ein bisschen enger als bei dem Kollegen davor. So, jetzt müssten wir an alles dran kommen. Da kommen wir dran, da kommen wir dran. Wir sollten überall jetzt dran kommen. An die ganzen Schrauben. So, alles ein bisschen nicht so einfach, das Ganze rauszuholen. Zum Einbauen müssen wir jetzt ein bisschen mehr Platz machen. Also es ist nichts reingefallen. Durch die Aktion ist natürlich immer kritisch, dass da was reinfallen könnte. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die Leitung werden wir eventuell ein bisschen umlegen. Vom Grunde alles sauber rausgeholt. Wir werden eventuell mit 2 Mann das Ganze reinsetzen, damit das einfacher ist. Das sieht gut aus. Ja Leute, und so sieht das Gemetzel aus. Das Problem ist, das, was hier passiert ist. Die Drallklappen an sich sind heile. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja, die bewegen sich. Das ist alles okay. Auch natürlich verkokt das Ganze, aber nicht verbrannt, weil ihr wisst ja die Story, die Möglichkeit besteht, dass der AGR-Kühler undicht wird, Kühlwasser kommt rein, die Mischung Öl, Kühlwasser, das Ganze fängt an zu schmelzen, zu brennen. Hier in dem Fall aber alles gut, nur verrußt, verkokt, genauso wie die Ventile, Kanäle, das wird alles gemacht. Aber wir haben hier das Problem, dass der Hebel hier halt einfach runterhing und das Ganze hier verschlissen ist. Das Problem ist, diesen Hebel einzeln bekommt man nicht. Der Hebel sitzt hier drauf, ich glaube so rum oder so, ne, so.
Und da sitzt dann hier und quasi, um es jetzt grob zu erklären, hier so drauf. Das Ganze bewegt sich dann so die ganze Zeit hin und her. Das Problem ist, dass er den rauswackelt und das Ganze dann irgendwo hier unten rumhängt und den nicht mehr betätigen kann. Wenn das hier nicht funktioniert, nicht vernünftig funktioniert, das Ganze nicht vernünftig funktioniert, haben wir einen Fehler drin. Der Partikelfilter regeneriert nicht. Dadurch, dass der Partikelfilter zu ist, hat der Turbo extremen Gegendruck und der Turbo geht kaputt. Das ist hier auch alles passiert. Der Turbo kommt neu, Partikelfilter wird gereinigt. So, und das hier, um das jetzt instand zu setzen, Zubehör, Ansaugbrücken, vergisst es. Es gibt keine vernünftigen. Alle, die bis jetzt verbaut wurden, hatten immer irgendwelche Fehler. Und dann passiert wieder dasselbe Szenario. Eine gebrauchte Ansaugbrücke wird auch nicht lange halten. Neue Ansaugbrücke kostet circa jetzt im Moment 800, 900 Euro. Das kommt eine komplette neue Einheit mit Motor, alles drum und dran, weil einzeln bekommt man es nicht. Und einzeln den Motor, den man bekommt, vergisst es. Funktioniert nicht, klappt nicht, Fehler, alles mögliche, Grundeinstellung klappt nicht, Leistungsverlust, was nicht alles. Im Moment gibt es einfach nichts auf dem Markt, was einigermaßen vernünftig ist. Ich denke mal, dass das Video irgendwann älter ist und es vernünftige Sachen gibt, dann werden wir das unten natürlich verlinken. Aber im Moment, Hebel kriegt man einzeln nicht, Stellmotor kriegt man, kann man aber vergessen. Ja, es gibt den Trick, das Ganze hier aufzuschrauben, Schraube reinzusetzen und. Das ist was ganz anderes. Das müssen wir hier nicht zeigen. Genau, und Verschleiß, weil das alles aus Kunststoff ist, hier verschleißt es, hier verschleißt es. So, es gibt die Möglichkeit, das hier durchzubohren, größere Schraube rein oder eine Schraube überhaupt rein, damit das hier hält und hier Loch durchbohren, Splint reinmachen. Gibt es, werden wir hier jetzt aber nicht machen, nicht zeigen. Also ich denke mal, von der Logik her erklärt sich das von selbst. Hier guckt der Pin ein bisschen raus. Das Ganze könnte man durchbohren und quasi so einen Splint reinmachen, damit das hier nicht mehr rausfallen kann. So ein kleiner oder Draht einfach durchstecken und ihr versteht, was ich meine. So, und hier dasselbe Problem. Hier auf der Seite guckt ja die Geschichte raus. Also der sitzt ja hier. Der sitzt hier so drauf. So. Und wir haben da nicht viel Material, um dort irgendwas zu befestigen. Seht ihr? Aber wenn man hier eine Schraube, das Ganze hier durchbohrt und eine Schraube reinsetzt, dann könnte das schon funktionieren. So sieht es aus. Leider bekommt man da nichts und es gibt noch nichts Vernünftiges auf dem Markt wie Reparatursätze. Ja, man kann das Ganze zustopfen, Drahtklappen rausholen, Software machen und. Das wollen wir jetzt nicht zeigen, demonstrieren, sagen. Wir gehen ja von dem normalen Zustand aus. Alles andere könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. So, wir machen die Ansaugbrücke jetzt auch sauber und die Ansaugbrücke wird dann dementsprechend instand gesetzt. Nicht von uns. Und dann bauen wir das Ganze wieder ein, weil hier in dem Video ging es ja eigentlich nur darum, Aus-Einbau. Aber so ein kleines Update, warum das Ganze hier so passiert, weil viele das auch gerne wissen wollen. Ja Leute, die Ansaugbrücke ist sauber, die Ansaugbrücke wurde instand gesetzt. Da kann man so grob sehen, wie ich das erklärt hatte. Ja, aber hier in dem Video geht es ja eigentlich nur darum, Ansaugbrücke Aus-Einbau bei dem X3. Und ja, Ansaugbrücken haben wir auch sauber gemacht, beziehungsweise die Ansaugbrücke haben wir auch sauber gemacht, neue Dichtungen. Deswegen, ihr könnt Ansaugbrücken auch zuschicken. Da werden wir aber einen separaten, da haben wir separate E-Mail zu unten, wenn dann wird das unten alles stehen. Und ja, ich würde sagen, dann bauen wir das Ganze mal wieder ein. Ja, wir haben nicht nur die Ansaugbrücke sauber gemacht, sondern auch die Kanäle gestrahlt. Das Ganze einmal sauber gemacht, haben wir auch schon mal in einem separaten Video erzählt und gezeigt. Beziehungsweise auch gemacht. Derselbe Motor, nur der war in dem F11 auch drin. Und ja, dann das Ganze mal rein. So, neue Dichtungen, ganz wichtig, die 4 Dichtungen, dann die Dichtung hier zu dem AGR-Ventil und die Dichtung zwischen Ladedruckregelklappe, Drosselklappe, Ladedruckregelklappe und Ansaug.
So, hier befindet sich dann auch noch eine neue Dichtung. So, und die ganzen Schrauben, diese 10er Schrauben an der Ansaugbrücke bekommen 10 Newtonmeter. Dass ihr so einen Richtwert habt. Ich ziehe sie auch mit Gefühl fest. Und ja, und dann kann man das Ganze wieder zusammenbauen. Den Teil hier hinten habe ich schon zusammengesteckt. Glühkerzensteuergerät, Magnetventil, Ladedrucksensor, die komplette Einheit wieder angesetzt. Den können wir auch wieder ansetzen. Dann kommt einmal der Stecker, Kühlwassergeschichte. Den ganzen Teil. Das ging hier drüber, das ging hier drüber. So. Dann haben wir das auch schon wieder drinne. Das ging doch drüber. Drunter. Den Teil. Aber das auch wieder fest. Den Teil. Ich glaube, der. Nicht hier rein. Dann können wir einmal die ganze Geschichte, Ladedruckbereich,
komplett zu Ende zusammenbauen. Ja Leute, und so in etwa könnte man die Ansaugbrücke aus- und einbauen. Ja, also Ansaugbrücke könnt ihr auch zuschicken, können wir reinigen und wieder zurückschicken. Aber wichtig ist es, prüft die Ansaugbrücke auch auf Dichtheit, dann müsst ihr einen Smoker für haben. Aber ja, grundsätzlich die Motoren bei BMW, die ja, verkoken halt viel. Ich denke mal, es gibt auch sehr, sehr viele andere Modelle, die verkoken, beziehungsweise auch Hersteller. Aber es lässt sich alles reinigen, es lässt sich alles machen. Man muss es nur machen. Ja, Empfehlung, natürlich neue Dichtungen reinmachen. Und anschließend, dadurch, dass wir Kühlwasser abmachen mussten, das Ganze vernünftig entlüften. Ihr müsst das Ganze auch per Computer entlüften. Und ja, schreibt mal alles Wichtige unten in die Kommentare. Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr 5% bei XXL, falls ihr irgendwelche Werkzeuge braucht, wie zum Beispiel den Koffer. Ich glaube, Diagnosetester haben die auch. Checkt es mal ab. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.